Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Angeschaut-Video. Heute The Darkest Files von Paintbucket Games. Wir spielen die junge Staatsanwältin Esther Katz, um ungeklärte Fälle aus der Nazi-Zeit zu lösen. Dafür direkt der Disclaimer, natürlich Nazi-Zeit, wir sprechen sensible Themen an, beziehungsweise das Spiel spricht sensible Themen an, ist nicht für jedermann. Wer es wirklich nicht verträgt oder nicht sehen möchte, der kann also hiermit oder ist hiermit also gewarnt. Ansonsten für mich nach Through the Darkest of Times, was die ganze Thematik schon aufgegriffen hat, sehr gut spielerisch dargestellt hat und da schon auch dieses Bewusstsein für das Thema gut wiedergespielt hat. Ein unglaublich wichtiges zweites Spiel, diesmal in der Nachkriegszeit, um die Verbrechen aus der Nazi-Zeit zu lösen. Sehr, sehr schön spielerisch zur Geltung gebracht und spricht damit halt auch eine andere Zielgruppe an, die nicht sich sonst damit auseinandersetzt. Also wunderbare Arbeit. Momentan läuft noch ein Kickstarter für das Spiel. Da ist der Link natürlich wie für alle anderen Social Media Links von mir unten in der Beschreibung. Schaut da also auf jeden Fall rein. Lohnt sich da zu unterstützen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Video. Und damit hallo zu The Darkest Files, die Demo. Wir gehen rein. Ich sehe gerade, dass es Englisch war. Wir gucken mal kurz in die Settings. Ich habe noch nichts reingeguckt. Wir gucken, jo, wir haben Deutsch. Easy. Perfekt. Können wir direkt in Deutsch spielen. Der Rest sollte so funktionieren, wie wir es haben. Einhandmodus brauche ich jetzt auch nicht, aber schön, dass es einen gibt. Ich hoffe, die Kamera da ist jetzt in Ordnung. Ich habe es noch nicht gespielt, deswegen schauen wir uns das Ganze erstmal an. Wie es aussehen wird. Wir können die Kamera ja einfach... Wir haben 2 Modi. Diese Modus für Spiele, die sich vor allem auf die Geschichte des Spiels konzentrieren wollen. Dieser Modus für Spiele, die Rätsel lösen möchten und eine herausfordernde Erfahrung bevorzugen. Finde ich schon mal geil, dass wir eine Schwierigkeitsgrad-Auswahl haben. Damit können wir nämlich entscheiden, ob wir eher für die Story sind oder für den Ermittlermodus. Ich bin ja bekanntlich Point-and-Click-Liebhaber, deswegen gehen wir für den Ermittlermodus. Ich werde es wahrscheinlich auch bereuen. Die Ereignisse in unserem Spiel beruhen auf wahre Verbrechen, die während der Nazizeit begangen wurden und in der jungen Bundesrepublik Deutschland verfolgt wurden. Mit Ausnahme von Fritz Bauer sind die Namen aller Beteiligten geändert worden. Eventuelle Ähnlichkeiten mit existierenden Personen gleichen Namens sind rein. Also wir merken schon, das ist ein... West Germany, 1956. 11 years after the end of World War II, many crimes of the Nazi era still go unpunished. The perpetrators of these crimes are walking free. Many judges, prosecutors and police officers have already served under the Nazis. Now they have no interest in prosecuting their former comrades for actions similar to their own. For the victims of these crimes, this is unbearable. To end this, Attorney General Fritz Bauer establishes a special unit of young prosecutors with no ties to the old regime. I am Esther Katz. I am one of these prosecutors. We are investigating Nazi crimes and bringing perpetrators to justice. Not to avenge, not to heal, but to show that there are laws that apply to all. It doesn't make us popular. Most want to forget. Some want us to shut up. But they cannot stop us. Nothing belongs to the past. Everything is still present and can become the future again. Previously on The Darkest Files. Miss Katz, welcome to the front line. I believe I have the perfect case for you to start with. Hans Naumann, an older gentleman, shot just before the end of the war. According to the victim's wife, her husband was taken by a uniformed man for no reason. I suggest you invite the widow to give a statement. Mrs. Naumann just arrived. I showed her to the conference room.
I know it's not easy, but please take me through the day your husband was taken. It was in April 45, only days before the Americans came. Hans was upstairs when the doorbell rang. There were 2 men. Hans came down and asked them what they wanted. Then everything happened so fast. The small one said they'd let him go if our son would turn himself in. Then they just herded him out, like an animal. This was the last time I saw him alive. Hans was innocent. They killed him, and that's murder. No matter what they call it. Please, Miss Katz, will you find the man? Paula, I need you to invite a potential witness. Of course. Who should I reach out to? Please invite Mr. Kiebitz. Akt 1, der Rebell. Auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wir merken natürlich, wir kommen hier an sensible Themen ran. Deswegen natürlich für alle, die das nicht sehen wollen oder verstört, ist damit dieser Hinweis auch ausgesprochen. Muss sagen, im Vergleich zu Through the Darkest of Times, was das erste Spiel war, aus der Reihe oder in diesem Universum, schon extrem krasse Unterschiede, aber sehr coole Unterschiede. Sehr, sehr weit verbessert, würde ich sogar sagen. Ja, wir machen einfach weiter. Der erste Verdächtige, 11. Oktober 1956. Ich bin gespannt. First Person. Grafikstil gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Es läuft auch. Ich werde es wahrscheinlich im Hint haben oder auch im Outro nochmal erwähnen, aber ein Kickstarter dazu. Wir haben das Archiv. Auf jeden Fall Soundkulisse und Grafik finde ich schon sehr angenehm. Miss Katz, is there anything I can do for you? Neue Dokumente. Any new files for me? I left them on your desk, Miss Katz. Yesterday's transcript is also attached. If you could please read it to see if everything is correct. Did anybody call me while I wasn't here? Oh, and there was a call for you. Asked for you to call back. I wrote down the number and left it with the files. I'm afraid he didn't give a name. Das ist nicht schön. I'd say. Sounded very proper, even if you did ignore my questions. That will be all for now. Thank you, Paula. Always happy to help. Gucken wir mal, wo sind wir? Da sind wir nicht. Da sind wir auch nicht. Ist da Katz? Da sind wir. Dann haben wir noch den Konferenzraum. The door is locked. Große Tür. Küche. Wir können in die Küche gehen. Ich bin ja jemand, der sich gerne umguckt einmal, ne? Das tut mir jetzt leid. Tageszeitung haben wir auch. 10 Pfund. Blattzeitung. Aufrüsten deutscher Armee, bevor die Jahre 1947 1960 mit amerikanischen Ausrüstung beliefert. Die Vorbereitungen für dieses Geschäft wurden von US-Außenminister John Foster Dulles und dem westdeutschen Botschafter in Washington Bekelag abgeschlossen. Also wir haben Nachrichten, die wir wahrscheinlich dann lesen können, jedes Mal. Not the cleanest of places. Kleine, aber Does it feine just Küche. go all day long? Auf die Toilette können wir nicht. Nicht, dass es schlimm wäre. Aber wie gesagt, ich gucke mich sehr gerne überall an. Um. Wenn wir denn... Fritz Bauer. I'd be hard pressed to find a more disliked name in this city. I hope this job wasn't a mistake. Die folgt mir überall hin mit dem Blick. The door is locked. Christopher's not in today. The cold from yesterday must have caught up with him. Ja, dann wollen wir mal in unser Büro, ne? Ich meine... Aber schließen die Tür natürlich hinter uns. Monas Gaststätte. Ich finde es schön, also die Details sind extrem cool gemacht.
Ich gucke mich einmal kurz um. Wie gesagt, es tut mir jetzt leid, aber ich möchte mich gerne umgucken. Wir haben das Telefon, wir haben unseren Stuhl, Case-Files. Okay, let's go. Was haben wir hier? Ah, damit kann ich sie vorne anfragen, wenn ich was brauche. Sehr cool. Das ist cool. Wir haben Telefon, was haben wir hier? Der erste Zeuge wird im Laufe des Tages ankommen. Ich habe einige Dokumente zu ihrer Akte hinzugefügt. Außerdem hat ein Mann für sie angerufen, eine Nummer hinterlassen. Leider hat er aufgelegt, bevor ich seinen Namen erfahren konnte. Bitte fragen Sie, falls Sie noch etwas benötigen. Paula, das ist die Note, die sie mir geschrieben hat. Sehr cool. Neues Tutorial. Das Notizbuch. Enthält eine aktuelle Aufgabe, Übersicht der Charaktere und mehr. Du erreichst über das Kreismenü. Okay. Da können wir das schon mal sehen. Soweit eigentlich alles easy, ne? Also, wir kommen jetzt zum Notizbuch. Im Postfach nachsehen, mit Herrn Bauer treffen, das erste Verdächtigen verhören, sobald er da ist. Neue Dokumente in der Fallakte lesen, die von Paula Nummer zurück. Hans Neumann, Miller Neumann, nee, Naumann, sorry. Jan Naumann. Das sind unsere Leute, da können wir auch nochmal nachlesen. Das ist sehr, ist ja richtig schön gemacht. Nice. Das gefällt mir sehr gut. Wir können alles nachschlagen. Ich kann nicht näher ranrutschen. Das macht mich ganz kirre. Hier haben wir auch noch mal die Frankfurter Stimme. Aus Hexenjagd. Ja. Miss Katz, Mr. Bauer wants to talk to you. Oh, any idea why? I am sure he just wants to hear the latest update from you. He also said he wants to make sure you are properly prepared. Properly prepared? What does he mean by that? I have a hunch, but it's best to ask him that yourself. Thank you, Paula. I'll be joining him in a minute. Okay, machen wir gleich. Ich würde gerne mir die Fallakte angucken. Okay, wir haben einen alten Fall. Das ist der Polizeibericht. Alles neu. Können wir auch komplett sehen und markieren. Krass. Okay, nice. Leiche am Waldstück bei München gemeldet. Verstorben wurde als Hans Naumann, 77 Jahren. Gab das durch einen Schuss von Kaliber 7,65 mm Browning in die Stirn aus nächster Nähe getötet wurde. Es wurde keine weitere Verletzung festgestellt. Gewidmet wurde das Stadt am 8. August 1945 Strafanzeige. Ihr Verdächtigen? Ach so, ja, klar. Okay. Manfred, seiner Boss. Die Ermittlungsmethoden von Hans aus München haben ergeben, dass eine Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist, Anzeigen in dem sie bitte den beigefügten Aktenbericht. Waldmann Anfred, Kiebitz Hermann, Schickert Karl und Schwarz Herbert sind die Dings. Okay, die Polizei gelten damit als abgeschlossen und geben an die Staatsanwaltschaft. Okay, wir haben aber noch mehr. Wir haben das Vernehmungsprotokoll. Okay, krass. Wir haben also sehr viel, was wir lesen. Ich erinnere mich daran, geschätzter Kollege Alfred Waldmann, Gruppenleiter Ortsgruppe 1, die mit dem das Verbrechen beauftragt war, in mein Büro kam. Er sagte mir, dass sie den Verräter geschnappt hätten, gab seinen Bericht über die Verhaftung ab. Ich ging zusammen mit Herrn Waldmann hinaus auf dem Flur. Bei Verbrechern dieser Größenordnung gab ich immer den gleichen Befehl, den Befehl zur Hinrichtung. Dann wies ich meinen Fahrer an, mit mir in mein Büro zu kommen. Die anderen gingen zu dem Gefangenen, um meinen Befehl wie gewünscht auszuführen. Die Fahrer, weshalb? Es gab bereits Unruhen im Land wegen der Amerikaner, die wie ins Land strömten. Ich wollte mit diesem Fahrer alternative Routen vereinbaren, um diese Amerikaner zu umgehen und trotzdem zu meinem wichtigen Termin zu kommen. Kurz darauf klopfte es bereits höflich an der Tür und Ortsgruppenleiter Faltmann berichtete mir, dass der Aussteller sich erfolgreich hingerichtet. Okay. Deutsche nationale Gemeinden. In diesen schweren Zeiten der Salvation rotieren Schätzhalter, Schultern, altdeutsche aufgerufen, Verräter in unserem Einland zu kämpfen. Widerstand zur Entwaffnung der Ausstellung müssen niedergeschlagen werden. Verräter muss erschossen werden. Ja, ja, das kennen wir ja. Das ist ja vorläufiges Verfahren gegen hier. Da wird das Verfahren eingestellt.
Okay. Ups. Wo ist denn aber die Nummer, die sie mir notiert hat? Sie hat mir doch Nummern notiert. Das wollte ich eigentlich auch noch angucken und dann anrufen. Aber ist egal. Hintergrund. Hier haben wir viel. Okay, wir haben die Uniform plus die Ränge. Der NSDAP, der Armee und der Polizei. Da haben wir die Verdächtigen, die sind alle markiert. Feldmann Alfred, Giebels Hermann, Schickert Karl. Herbert Schwarz ist gestorben. Da können wir sogar noch Sachen markieren. Hey, cool. Cool. Transkripte. Und das ist das, was wir ja gerade schon im Intro hatten. Das Bild hatten wir nicht, aber den Rest hatten wir auf jeden Fall. Sehr cool. Who do I want to call? Hello? Father? I didn't expect you'd call me here. Oh, Esther, my dear. So good to hear you. Unser Vater ruft Did an. you settle in all right? Somehow, I doubt you just called to check up on me. There's my smart girl. Do you remember our little talk? It must have been last month. Is this about that job at your friend's firm? Bergmann, was it? Bergmann, Kranich and Partners, yes. Bergmann is one of my oldest friends. Family law, very respectable. I'm afraid I'm not looking for another job right now. Unfortunately, I know. It's why I have to do it. Esther, let me be very frank with you. I'm proud of you. I really am. A prosecutor at your age, with the view on women on our line of work being what it is, I'd have to be a fool not to. But your mother and I, we are worried. Do you have any idea what they say about Bauer? There are those who hate him. It means he's on the right track. To be young and so naive again. He's hated because he's on a witch hunt. Listen to your father. Leave. Nothing good will come from this. I make my own decisions now, Father. No, Essie. I must apologize. I did not mean to get so passionate about this. I'm just worried. You don't know how important one's reputation is. And if people start to associate you with that man. I just want what's best for you, Essie. I know, Dad. I'm proud of you. I know I already said that, but I really am. Like you can't imagine. Das ist für mich tatsächlich schwer nachzuvollziehen, wenn man weiß, was passiert ist. Dass Leute ihre Freunde praktisch dann nur verteidigen oder ihre Kameraden nur verteidigen, trotz dieser Grausamkeiten, ist schon krass. Hello, Miss Katz. Any news regarding the Naumann case? And quite surprising ones. As it turns out, he wasn't even supposed to be arrested. The men were looking for his son, Jan Naumann. When they couldn't find Jan, they took Hans instead, the father. I assume that's what Miss Naumann told you. But are you sure she is telling the truth? According to the files, the man they were looking for had climbed up a flagpole, torn down a flag, and beaten up a block warden when he was caught in the act. Hans Naumann was 77 years old at the time. Of course, there are older men who are in good shape, but... Pulling down a flag and beating someone up seems unlikely. I understand. Yes. I see, but why did the man take him, if they knew he was innocent? Considering the times, they might have been afraid of coming back empty-handed. Or they could have hoped their actual suspect would turn himself in, hearing his father was taken. Highly illegal, even back then. Not uncommon, though. But why did they shoot the old man? That I don't know yet. But I believe this is definitely a case for us. It is, indeed. We need witnesses. I'd start with the names mentioned in the files of the first investigation.
I've already invited Hermann Kiebitz to join me later this afternoon. Excellent. Let's get this case to court, Miss Katz. And be mindful of time. We do not have nearly enough of it here. Once you hear from all witnesses, we need to move to court quickly. Since you have never led a case before, I Ja, want kein you Fan to von be Zeitdruck, prepared. wenn wir wirklich welches haben. Mr. Peters has agreed to look over your shoulder and help you out. Present your findings, prove your claims. It will help you to familiarize yourself with the ins and outs of court. We cannot afford to fail at court, and preparation is the key to success. I'll do what I can. Wenn wir jetzt schon was machen. The door is locked. I should meet with Peters. Finden wir den Peters? Da war das Archiv, da haben wir nichts mehr. Miss Katz. Paula, where can I find the office of Mr. Peters? Oh, no problem. It's down the hall, last office on your right, opposite to the kitchen. That will be all for now. Thank you, Paula. Always happy to help. Ah, er hat kein Schild. Okay. What? Aber wir können nachmachen. Bad time? Not like there's any other. But yes. Mr. Bauer told me we should work together. Right. The court preparations. Paula has already given me the protocols of yesterday's interrogation. I haven't got around to reading it yet. But there is no point discussing it before you've met the witnesses anyway. Peters, Katz? thank you for thinking I'm a total beginner. Oh, you're welcome. Someone has to do it, since Mr. Bauer apparently overestimates your abilities. And while we're at it, don't forget to bring some evidence. I don't want us to improvise the whole thing. That's obvious, Peters. Good. As soon as you think you're ready, come by and we'll get it over with. What does she want now? Yes, Paula. Excuse me, Mr. Peters, but I have a message for Miss Katz. I'm listening, Paula. The witness you asked me to contact, Hermann Kiebitz, just arrived. What was your impression of him? Ordinary man. A bit, how do I say this best without seeming unprofessional? Kümmer dich nicht drum. If you two could stop chatting, some of us need to get back to work. Unpleasant. I think that's the right word. Unpleasant. So wie unser Kollege hier. Thank you, Paula. I'll be right with him. Also nichts Neues. Der Zeuge ist da. Der Zeuge ist da. Und immer ein Zeuge dauert sich immer während, wenn der Konferenzraum Befragung. Dann wollen wir mal. Der Konferenzraum war hier. Ich finde auch schön, wie das gehighlightet ist. Wir hin müssen. Good morning. My name is Teilweise. Esther Katz. A pleasure, miss. Could you tell me how long I have to wait for the prosecutor? Mr. Kiebitz, I'm the prosecutor here. Oh, modern times, I guess. How long will this take? It will take as long as it takes. It's all right, miss. I'm just asking. Let's get started, shall we? This is about the arrest of Hans Naumann in Munich on April 28th, 1945. According to a witness, 2 men picked up Mr. Naumann from his apartment. Were you one of them? You're pretty, you know that? Mr. Kiebitz, were you one of those men? No, I wasn't. We drove to the house. Then our group leader and Mr. Schickert got out of the car to arrest the men. Then they tossed the old man into the car and headed to the district office. The district office. Where was it located? We just had moved it into the basement of an old brewery, still stuffed with beer bottles and barrels. District Leader Schwarz came out and gave the command. Das hat zeigt deine Aktualisierung der anwesenden Änderung. Wenn du nicht weiter weißt, drücke Leertaste, um es einzublenden, okay?
What command? What did he say? He ordered us to execute the man. Then he left. I felt uneasy. This wasn't right. Ist das so? We followed group leader Falkman to the cell. There was tension. Das ist schon ziemlich cool, ne? Kannst du bitte ein Interesse anvisieren, damit Esther deine Frage dazu stellt. Optional und storybezogene. Okay, cool. With the district office being a brewery, you helped yourself to the stocks? Of course not. How could you assume something like that? We may have had a drink or two, but never on duty. Were there any other prisoners at that time? Obviously, yes. We had to put the traitors somewhere. We adapted part of the storage rooms as cells. Es ist ziemlich cool gemacht, dass wir uns jetzt hier umsuchen Why können. did you relocate the office? Because of a big air raid. We wanted to be underground. We halted to be safe. Auch einen höheren Ermittlungswert. Das ist ziemlich cool What gemacht. were your local group's responsibilities in the very last days of the war? We were responsible for all concerns and for many households within Munich. Above all, we tried to eliminate insurgencies. I can still hear the sirens in my head. They seem to last forever. But it may just have been a minute, full of despair. If you survived it. This must be the cell. Was your local group in contact with other local groups? Just in Bavaria, there were 28 local groups. We were in constant contact with them. How did you ensure the energy supply? The district struggled to produce enough energy. There were frequent power failures. For emergency, we had a generator. If worst came to worst, we used oil lamps. We all entered the cell. Could you describe the cell? Very basic. Mattress, window, chair. What was Mr. Falkman doing? Group leader Falkman seemed to hesitate. He shared my concerns about killing the old sod. He told us to wait. Mhm. They must have had petrol to run the generator, or to destroy evidence. Was ist hier? Yet Schickert insisted. He referred to that new order about dealing with insurgents. He was such a stickler for the rules. He could be really annoying about these things. Were the compartments prepared to host prisoners? Kind of. We adjusted them, so our prisoner could stay there for interrogations and not get out. What did he say? He insisted that any delay would constitute treason. And treason must be reported, he said. The refusal to obey orders would be of interest for the Gestapo. Faced with this open threat of being denounced, we did not dare to act. Und so ein bisschen mehr umgucken. For how long were the prisoners held in these cells? Mostly around a week. Bette, da können wir nicht viel gucken. Jetzt haben wir jetzt mehr. The tension was strong. Group leader Falkman ordered us to wait once more. But Schickert drew his gun and shot him. What weapons did the people present have? Standard issue equipment? We could wish.
Those were the last days. We had almost nothing left. Rifles, pistols, ammunition. We had to use whatever was somehow left, or what we managed to get out of the ruins. Interesting. I should ask Paula if she can find any information about this. Eine 7,62er Kugel, was es glaube ich war, ist jetzt nicht so... Ich? Were summary executions common? In those days, yes. Unser Rang erhöht sich auf jeden Fall I think gut. I'm still missing something. Das ist die Frage, ob uns jetzt was Neues freigeschaltet worden ist. Aber ich glaube hier nicht. Wir gucken uns das an. Es wird vielleicht ein bisschen länger, das Video diesmal, aber das ist nicht schlimm. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt in einem Part das Video beenden können. Wenn nicht, machen wir... Oh. How did Mr. Schwartz's office look like? Quite fancy given the circumstances. Leather chair, massive oak desk. District Leader Schwartz cared about showing off. Vielleicht machen wir es auch im Zweiteiler raus. Mal schauen. Was Mr. Schwartz involved in the execution? He gave the orders, but the members of the local group were responsible for carrying them out. Surely you can't expect a busy man like the district leader to attend every execution in person. There was no execution order in the files I got. If it exists, I should check if I can get my hands on it. Das wäre nicht schlecht. Wir gucken mal kurz was in den Einstellungen. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, wie das aussieht mit YouTube und Did Mr. Schwartz even get to see the victim Hans Naumann? mit den Not Hakenkreuzen. entirely sure. He was in his office when Alle we rauszublören brought wird the auch ein bisschen perpetrator, schwierig. The victim. the victim, into a cell. Da könnte If Schwartz sonst didn't see the victim, did he know they had the wrong man? What vielleicht did he mal know? nacharbeiten und einen Streamer-Modus kreieren, um da eventuelle Probleme zu beseitigen. Aber haben wir jetzt hier noch was? Sieht nicht so aus. Super. Auch die Tafel hier. What were Mr. Schwartz's responsibilities as a district leader? He was responsible for organizing relief measures for the party during air raids, coordinating local groups, providing food and emergency quarters. He had also found the brewery for us and organized the move. Okay, nice. How did you and Mr. Schickert get along? He and I didn't have much to do with each other. We were just part of the same local group. He was no feast for the eyes, a cranky guy, strange. Always strict with his work, but annoying from time to time. He was obsessed with Prussian virtues. What were your responsibilities in your local group? Most of the Das ist time I sehr cool accompanied gemacht. District Leader Schwartz and drove him when he needed a driver. He knew how to convey power and discipline. How was working under Mr. Feldman? Great. He was a good leader and a better man. It was a pleasure to work with him. Even though some people might have disagreed, we had our share of malcontents in the group. But he knew how to deal with them effectively. Interesting. I should ask Paula if she can find any information about this. Das ist cool, wie wir auch diese optionalen Sachen mehr freischalten. How was your relationship to Mr. Schwartz? He treated me fairly and friendly. I learned a lot from him. Ja, das sieht soweit aus, als ob wir mehr oder weniger alles fertig haben hier. So what you are saying is Schickert,
shot the old man against Mr. Feldman's order? Exactly. That's horrible. These are brutal events you're getting to hear here. Are you sure you're up for it? Honestly, no one would think this is a job for a woman. What do you have to prove? I will file a formal complaint. What would you like to complain about? About talking to you instead of a real prosecutor. I see. Well, if you think that's necessary, go ahead. Thank you for your time, Mr. Kibitz. Goodbye, Miss Katz. Jetzt haben wir hier schon mal einiges geholt. If you have a moment, I have something for you. So, I've done some digging beforehand. Yes? And found something potentially useful for you. The brewery's blueprint. I put it in your office on the corkboard. I thought it might help you to have more of a physical understanding of the crime scene. Cool. Thank you, Paula, but what can I exactly do with it? It should help you reconstruct and remember the different testimonies. On it, you can mark and note who said what, and more importantly, who did what over the course of the crime. I thought it might help you to have more of a physical understanding of the crime scene. Where exactly is this corkboard? Oh, I hung it up right next to your desk, so you can easily find it. I need some additional files. Something specific? Wir haben ein paar One Sachen. of the suspects mentioned something interesting about Mr. Feldman. Could you check if there was anything strange happening with his subordinates? Threats, blackmail, anything? Of course. I'll start looking. Anything else? According to the suspects, the shooting was ordered by the deceased Mr. Schwarz. But I saw no copy of such an order in the original case's files. That's weird. I'll look into it right away. Anything else? I need information on the equipment used by the local group. Weapons, mainly. As bureaucratic as the NSDAP was, they must have kept some sort of record. Of course. I'll start looking. Anything else? I think that will be it for now. I hope it can help you with the preparations for Mr. Peters. I'm sure it will. Thank you, Paula. Nice. Da haben wir jetzt also unser Board. Wir haben mehrere Case-Files neu. Ne, wir haben die Transkripte jetzt von der Vernehmung. Gucken wir uns das Board noch an. Stelle deine Theorie. Im Grundausgang kannst du vielleicht stellst so die Theorie, die du irgendwann vor Gericht verteidigen musst. Okay? Tathergang. Zu brechen ist nur 5 Schritte Unterhalt. Jeder Schritt ist mit einer Frage verbunden, die du auf dem Grundriss beantworten kannst. Du kannst dich genau auf dem Board bewegen und ihre Standorte markieren. Ja, eine Aktion zuzuweisen, will dafür weise ihre Aktion um Frage zu beantworten. Wer hat die Hinrichtung angeordnet? Das ist dies so nicht jetzt. Wir haben Herr Schwarz. Den Befehl. Für dein Training mit Peters genügt es, wenn du nur den ersten Schritt beantwortest und du kannst trotzdem fortfahren, den Rest der ersten auch. So, Nummer 2. Also Schwarz hat den Hinrichtungs... den Hinrichtungsbefehl gegeben. Wirkung zu der Zelle, in der Herr Naumann gefangen gehalten wurde. Wir haben nur ein Statement. Jetzt müsste ich einmal kurz drüber gucken. Für das Treffen mit Naumann, aber wir können einmal kurz gucken im Transkript. Herr Faltmann befahl Herrn Schickert und mir in Indizien. Also Faltmann, Kibitz und Schickert. Faltmann. Oh, da können wir noch nichts mehr gegen machen. Weil theoretisch will ich ja... Ach, warum kann ich den hier nicht?
Naja, also da haben wir, Falkmann sagte, wir sollen wählen. Falkmann sah das Opfer und verweigerte den Befehl, die Hinrichtung durchzuführen. So, da haben wir aber, wir haben doch die Aussage. Da. Der Falkmann befahl Herrn Schickert und mir in das Abteil zu folgen, in dem Herrn Naumann gefangen gehalten wurde. Das heißt also, wir gehen hier mit allen dreien rein. Obwohl theoretisch ist er ja noch hier. Ach so, lol. Weil ich Büro und Zelle verwechselt habe. I'm sorry. Mein Fehler. Also Faltmann. Wer droht mit der Gestapo, falls der Befehl verweigert war? Das war Schickert. Was Schickert? Der Schickert bestand das genau. Und Schickert schoss auf. Gibt Befehl. Die gehen alle in die Zelle. Laut den Statements von Kiebitz mindestens, ne? Widersetzt sich, Schickert droht, Schickert erschießt. Fertig. So, unsere Akten. Jetzt können wir zum Training gehen. Wir machen das jetzt noch. Ich weiß, es wird ein langes Video. Das tut mir leid. Honorable Miss Katz, would you be ready? Natürlich. I think so. How are we going to do that? I will act as defense and court, and you will do your part. What do you mean exactly? You are Esther Katz, the famous prosecutor. No case too hard, no challenge too high. Remember? Haha. You present your prosecution, support your conclusions with evidence, and win the case. And I'm trying Ich meine, wir haben jetzt halt keine should be a piece of cake Weise, glaube ich. for one of us at least. Wir haben ja nur die Aussagen. Glück auf Play, um die Theorie Gericht zu präsentieren. Okay, wir haben His das. execution was ordered by Herbert Schwarz, the district leader for the city of Munich. As the highest-ranking person involved, he bears the main responsibility for Mr. Normann's death. Mr. Schwarz is unfortunately deceased, and as such cannot be tried. This does not, however, absolve his subordinates of their culpability. Objection. According to the witness statement, it was Mr. Schickert who gave the order. Can you support your claims with meaningful evidence? Certainly, Mr. Chairman. If you would take a look at this. Wir haben ja theoretisch nur das Transkript, oder nicht? This document clearly states that it was Mr. Schwarz who gave the order. Not bad, Katz. But not great either. If that's all the prosecution can come up with. Ja, deswegen, wir haben den Knowing the right nicht. answers is often not enough to win your case. You also need to form the right conclusions. Conclusions the court is willing to follow, because they are plausible, and because you can back them up with evidence. A valid conclusion is always based on several clues. The one clue we are very certain is true is that Schwarz gave the command. So your conclusion should be based on that. Open your case file and give it a go. Finde deine Hinweise, Schlussfolgerung. Mir steht dir ein einziger Slot zur Verfügung. Okay, wer hat die Hinrichtung angeordnet? Das kommt aus 3 Hinweisen, gegenseitig ihre Schützen im Hinweis zu. Okay, wer hat die Hinrichtung? Der allgemeine Staatsanwalt hat dies in seinem Einstellungsbericht fügt dies als ersten Hinweis. Vom Kreisleiter angeordnete Hinrichtung. Ich sollte mir die Bezirkshierarchie an. Das brauchen wir ja eigentlich. Obwohl wir da ja theoretisch was machen könnten.
Ich glaube, er war nicht so schwarz, ist ja deutlich. Ja, auf jeden Fall, wir haben ja jetzt noch vom Transkript die Aussage. Der Kreisleiter. Und dann haben wir ja hier Verdächtige. Da haben wir gar nicht stehen, was er war, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das hier sehen können. Er ist ja der hier, aber er ist der Ranghöchste, denke ich. Man sieht es jetzt halt nicht auf dem Bild, ne? Aber wir können ihn ja auch nicht hier ankreuzen und sagen, ja, er ist es. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, was unser letzter Hinweis ist. Ach, da. Da haben wir es doch. Da habe ich immer den gleichen Befehl, den Befehl zu hin. Hat ein bisschen länger gedauert für mich. Es tut mir leid. I think I got it. Shoot. We have several consistent statements that Schwarz gave the order to shoot. There are no discrepancies in the testimonies. It says so in the files, and Mr. Schwarz stated it himself in 1947. Therefore, I conclude the order to shoot Hans Naumann came from District Leader Herbert Schwarz. Congratulations. Well done, Katz. If you argued just as coherently in court, this might go better than I expected. Okay, für die anderen Sachen haben wir wahrscheinlich difficult, and it will probably not be that easy again. Still, well done. Thank you, Peters. für die anderen Sachen haben wir wahrscheinlich noch nichts. Keep up the good work. What now? You should ask Paula to invite the next witness. There is still a lot we don't know. Next stop, Paula. Peters? Katz? Dann wollen wir mal zu Paula gehen. Was haben wir hier eigentlich? Wir können... Doch, die Fallakte können wir auch überall. Das ist cool. Also wir haben jetzt eine Sache hier schon mal berichtet. Wir haben Dialogverlauf. Wir haben das Notizbuch. Deswegen ist das Notizbuch, naja, nicht so wichtig, aber wir können, deswegen können wir hier in den Fallakten für die Fragen praktisch schon Lesezeichen ein. Das ist natürlich sehr cool. Moment, deswegen haben wir, ja genau, 1 bis 5. Wenn wir hier die Sachen reinmachen, so das ist wichtig für später, das ist wichtig für später und das ist cool. Lösche ich die denn wieder? Nochmal draufklicken. Okay, ich kann sie aber nicht entfernen. Diese Zeichen können wir auch machen. Allerdings würde ich gerne jetzt die Lesezeichen weg. Aber ist ja egal, wir sind ja nur in der Demo. Aber auf jeden Fall, das ist sehr cool gemacht. Damit können wir dann schneller praktisch... Ach so, da, ich bin blind, I'm sorry. Schneller die Sachen reinmachen. Das ist cool gemacht. Aber dann wollen wir den nächsten Zeugen einladen. I need you to invite a potential witness. Of course. Who should I reach out to? Die Frage ist natürlich, also natürlich glauben wir nicht einfach ein, der da irgendwas sagt, ne? Das ist ja der Schwachsinn. Momentan ist Schickert allerdings unser Go-To, unser Hauptverdächtiger, deswegen würde ich erst Faltmann einladen. Einfach um zu gucken, ob
Aussagen der beiden Zeugen übereinstimmen? Das weiß man ja auch. Jüdisches Schwein, wir wissen, wo du wohnst und was du tust. Wir beobachten dich. Tag und Nacht sehen wir dich. Das deutsche Volk hat wegen Ungeziefer wie dir schon genug durchgemacht. Du hättest mit dem Rest seiner Art verbrannt werden sollen. Doch statt zu verschwinden und dich in der Gosse zu verstecken, wo du hingehörst, hast du uns wieder einmal angegriffen. Also hört uns. Ihr werdet brennen. Wir werden zu Ende bringen, was wir begonnen haben. Angefangen mit verräterischem Abschaum wie dir. Ja, netter Brief. Vor allem zu der Zeit, in der wir jetzt spielen, noch ein Thema ist, plus ein Thema in der heutigen Zeit, ist einfach unglaublich traurig. This is Esther Katz. Hello? Whatever Kiebitz told you, don't believe it. It's all a lie. Okay. Back then, everyone was an ardent Nazi. Now they all claim to have resisted, doubted, hesitated, to have said no. Trouble is, somebody must have said yes. But who tells the truth? Na, das müssen wir halt rausfinden. Ne? Und damit haben wir die die Webseite durch, die Demo durch. Sehr cooles Game, gerade auch in der heutigen Zeit immer noch wichtig, darauf hinzuweisen. Und das hier spielerisch sehr gut umgesetzt. Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Ich bin gespannt auf das vollwertige Spiel. Ansonsten natürlich vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Schaut gerne unten in die Beschreibung, da habt ihr die Links zum Kickstarter des Spiels und auch auf die Steam-Seite werde ich verlinken. Ansonsten findet ihr da auch meine Social-Media-Links. Ich würde mich natürlich riesig darüber freuen, euch auch mal bei Twitch zu sehen. Geplant ist es schon seit längerer Zeit, dass wir The Darkest Files gegebenenfalls wie damals The Darkest of Times im Koop durchspielen werden im Stream. Das haben wir damals gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr unterhaltsam und in dem Thema auch immer lehrreich. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zusehen. Habt einen wundervollen Tag oder Nacht, je nachdem, wann ihr euch das Video anguckt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.